Herzlich willkommen zu Bikepacking Dänemark. Ja, heute ist Anreisetag. Wir sind jetzt gerade in Flensburg angekommen. Es ist schon 19:30 Uhr ungefähr. Und jetzt gilt es für uns noch eben was zu essen zu holen. Dann fahren wir über die Grenze nach Dänemark rein und suchen uns ein Shelter. Bevor es mit der Sheltersuche weitergeht, möchte ich ganz kurz erklären, was wir in den nächsten 8 Tagen machen. Morgen früh starten wir ganz kurz hinter der dänischen Grenze in Kollund und fahren entlang des dänischen Ostseeküstenradweges. Auf über 950 Kilometer lernen wir Land und Leute kennen. Wir befahren die verschiedensten Inseln und Halbinseln über bzw. unterqueren die Ostsee mit 4 Fährfahrten und einer Zugfahrt. Und am Ende landen wir wieder in Kollund. Wir sehen direkt Schiffe und direkt kommt Urlaubsfeeling auf, oder? Mega, Es ist einfach ein Urlaubsbeschleuniger. richtig cool. Wir fahren jetzt aus Flensburg raus und dann sind wir gespannt, ob wir einen Shelter bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir bereits in Dänemark sein. Ich habe jetzt kein Grenzübergangsschild gesehen. Shelter Nummer 1. Ich habe jetzt gerade auf die Shelter-App geschaut und ja, hier sind wir schon richtig. Hier ist der erste. Hallo. Moin. Wisst ihr, ob der zweite frei ist? Der ist frei, okay. Der ist frei, okay. Wir sind heute Abend nicht die Leisen. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Wollen wir den nächsten nehmen? Der ist ja auch nicht weiter weg. Nicht weit weg. Hier junge Papa zum ersten Mal rausgehört. Ja, alles klar. Ja, da waren 2 Shelter. Der erste war besetzt, der zweite wäre frei gewesen. Aber ich habe mal kurz mit denen gesprochen. Das waren 4 Papas, die das erste Mal frei haben. Also das wäre laut geworden heute Nacht. Und ja, jetzt fahren wir mal weiter zum nächsten Shelter. Auch in Dänemark gibt es Höhenmeter. Shelter Nummer 2. Wir glauben, diese Häuschen gehören jetzt zu dem Shelter. Da vorne müssten nämlich 4 Stück sein. Ja, da sind auch welche. Wir gucken mal, ob noch was frei ist. Na, das sieht nicht so aus. Alles voll. Das war auch nichts. Jetzt fahren wir zum nächsten Shelter. Wir hoffen, dass aller guten Dinge 3 sind. Ja, wir sind gespannt. Shelter Nummer 3. Mittlerweile war es nach 20:30 Uhr und wir hatten immer noch keinen Schlafplatz. Daher war die Stimmung recht angespannt und wir hofften, auf diesem Shelter bleiben zu können. Ein Auto ist schon mal gut, nicht zu viel. Das gehört wohl auch dazu, mit WC, cool. Da wird Stockbrot gemacht und ich glaube, hier bekommen wir irgendwas. Hallo. Ja, dann nehmen wir doch den hier, oder? So, wir sind happy. Wir haben einen tollen Shelter gefunden. Und das ist jetzt genau das Richtige für uns, Shelter für Anfänger. Es ist nämlich ein Nebengebäude dabei und da ist auch eine Toilette und eine Dusche und sogar ein eigener Kochbereich wäre vorne auch ein relativ großer. Wir haben jetzt unsere beiden Räder hier reingestellt und auch schon den Schlafplatz hergerichtet und werden jetzt einfach heute Abend hier noch ein bisschen was essen und trinken. Und ja, hier steht dann beschrieben, dass es ehrenamtlich hier geführt wird und dann gibt es via PayPal hier eine Spendemöglichkeit und das machen wir jetzt auch. Ja, und dann war es das schon. Und dann sagen wir, ja, wir freuen uns morgen auf den Start. Ne? Ja, Der genau, Tour. Ja. auf den richtigen Start und wir berichten von unserer ersten Nacht im Shelter. Bis morgen. Bis Ciao. morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Nacht im Shelter war super. Wir haben super geschlafen. Echt coole Erfahrung. Cool ist auch, dass hier gar nichts feucht ist. Weder die Ausrüstung mit Fahrrädern oder noch Schlafsäcke oder so. Von der Temperatur her hat es auch gepasst. Downhose, Downschlafsack. Ja. Ich ohne Downhose, du aber mit Downhose. Ja, aber es war fast eine Spur sogar zu warm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und jetzt überlegen wir sogar duschen zu gehen. Ich glaube, das machen wir. Wir haben genug Zeit, es ist jetzt 6:30. Dann machen wir das und dann sehen wir uns gleich auf der Strecke. Die Stimmung an diesem Morgen war ganz besonders und es sollte ein Wahnsinnstag werden. Gestartet sind wir also in Kollund und unser Ziel war Ærøskobing auf Ærø. Die einzige echte Insel auf unserer Route, da man nach Ærø nur mit dem Schiff kommt. Hier wird schon Feuer gemacht. Wir sind bei schönstem Sonnenschein unterwegs in Dänemark. Und es ist richtig warm schon. Ja.
frühmorgens ganz alleine auf der Straße. Herrlich. Wir schrubben hier schon Höhenmeter gefühlt. Was darf am Morgen nicht fehlen, Anne? Eindeutig Kaffee. Und eine Bäckerei. Ja. Wir haben Schokobrötchen und Zimtschnecken. Das Frühstück war jetzt in Grasten. Jetzt fahren wir weiter über Sönderborg und in Füßhaf auf die Fähre nach Sölby. Das ist auf der Insel Erö. Und da schlafen wir dann heute Nacht wohl. Oh, da war eine Katze noch. Das war genau was für Anne. Jemand mit dem Fahrrad, eine Katze und ich. Das, ja, und ein Hund. Ich dachte erst, die Katze sei der Hund, der bellt. Ja, aktuell haben wir super Wetter erwischt. Es sind 26 Grad. Und wenn man hier durchfährt, denkt man, boah, hier könnte man auch wohl wohnen. Nur ist es halt nicht immer so wie jetzt. Ne? Es öfter auch mal Regen. Ich glaube, wir müssen hier links an. Ne? Ja. Jo. Ja, also sehr schön. Man merkt direkt, hier weht irgendwie ein anderer Wind. Ne? Sehr entspannt, hohe Lebensqualität. Ja, alles auch nicht so dicht besiedelt und alles so schön aufgeräumt und ordentlich. Ja. Wir folgen der Route 8. Wir fahren jetzt mal kurz ans Meer. Das sieht hier so aus, als sei es mal eine frühere Rüstungsanlage gewesen. Mit Bunkern oder sowas, ne? Hier fahren wir nach Sönderborg rein. Sonnencreme auftragen. Das Schloss Sönderborg. Aktuell haben wir relativ viel Wald. Es rollt sich super hier. Echt cool. Hier geht's zur Fähre. Ach so, die machen eine Rallye, deswegen so viele von denen heute. Ja, das mag sein, ja. Da unten ist die Fähre. Gut, also in 40 Minuten fährt jetzt die Fähre. Ich habe gerade online das Ticket gebucht. 2 Fahrräder, 2 Personen, 40 €. Relativ teuer, finde ich irgendwie. Aber ja, sind halt auch 22 Kilometer. Ne? Da kommt die Fähre.
Die Dreiviertelstunde Fahrt haben wir dann auch zum Laden genutzt. Das sieht doch ganz gut aus hier zum Essen. Sind wir glücklich? Wir sind riesig glücklich. Wir haben gegessen und jetzt erkunden wir mal Erö. Ja, wir sind ein ganz schön Kilo schwerer und dürfen jetzt erstmal uns zum Glück wieder ein bisschen bewegen. Ja, einfach Hammerlandschaft. So cool. So cool. Und dann kam diese Wahnsinnsbucht. In Sekundenschnelle Badelatschen angezogen. Wie eine Diva. Oh, ja. Mein Gott, geil. Ist das ein geiler Tag, oder? Ja, das ist mega. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, So klar. wir sind auf den Malediven. Es geht weiter. Die letzten Kilometer für heute noch 3, 4 oder so. Wir haben es erst kurz nach 3. Ja. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Die Spannung steigt. Können wir auf den Campingplatz? Das sieht schon mal ganz nett aus, finde ich. Oder? Reception. Anne fragt noch mal eben, wie es mit der Waschmaschine aussieht. Also, wir haben hier einen Platz bekommen, gar kein Problem. Cooler Typ da drin, sehr locker. Ja. Ja, freie Wahl. Gehen wir doch eher ein bisschen nach oben, Anne, oder? Dann haben wir nicht so einen langen Weg. Vielleicht hier in die Nähe von den Dings. Wie wäre es hier links? Ja. So cool, oder? Wir bleiben hier. Man muss auch mal sagen, es ist ziemlich leer. Und ich hatte wirklich wieder mal meine Bedenken. Ja, also man steckt da nicht drin. Ne? Kurzer Lagecheck, wir bauen jetzt also das Zelt hier auf. Dann ist der Weg zum Waschhaus nicht so weit. Und wir haben hier Strom und auch in relativer Nähe zur Sitzbank. Und dann legen wir die Köpfe hier hin und die Füße dann in die Richtung runter. Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit dem Garmin Edge 1040. Der hat sich einfach aufgehangen auf den letzten 3 Kilometern. Ja, jetzt versuche ich, also Reset bringt nichts, jetzt versuche ich das neue Software-Update zu senden. Ich hoffe, dann geht er morgen wieder. Ist halt relativ ärgerlich, weil ja mit meiner Aufzeichnung oder an meiner Aufzeichnung hängt auch die Real-Life-Aufzeichnung. Das ist dann die Einblendung in den Videos. Etwas blöd. Ich meine, ich habe immer noch das von Anne, dann kann ich ihr es halt nehmen als Grundlage. Aber ja, es gehört wohl dazu, wenn man sich ein Gerät ziemlich früh kauft in einer ziemlich neuen Version. Mal schauen, ob das jetzt was bringt. Ja, unser Fazit des Tages ist einfach nur, wir sind sowas von geflasht. Also wenn es so weitergeht, perfekt. Ja, also Dänemark ist richtig cool. Wir haben natürlich Es Glück. ist alles schön. Ja, Also das Wetter heute ein Traum. Also wirklich Sonne und ich sag jetzt mal 28 Grad. Ja, so kann es weitergehen. Wir freuen uns auf die nächsten 7 Tage. Ja. Ja, und der Campingplatz ist auch richtig cool. Das beginnt mit der Rezeption, super locker, gut aufgemacht, Ja. mit einer vernünftigen Ausstattung auch an Getränken und so.
Und hier die Zeltwiese ist super cool. Ne? Wir haben ja da den Bereich hinter uns, dann haben wir noch den Bereich vor uns. Hier Sitzbänke, da Häuschen, da Wohnmobilstellplätze. Und auch hier wieder eine tolle Möglichkeit mit Tischen und Bänken. Und es ist auch überall Strom hier, Genau, ne? und An der Strom. Zeltwiese. Und es ist kaum einer hier. Also manchmal fragt man sich, warum. Ne? Ja, es ist so ein Traum. Da vorne ist das Meer. Ja, genau. Zugang direkt zum Meer. Einfach wirklich der Ja, Hammer. echt cool. Richtig super. Ja, die Duschhäuschen, da ist alles in einem. Also Dusche, Toilette und Waschbecken. Perfekt. Ja. Und man muss nicht zwischen den Räumen hin und her wechseln. Hat alles da, wo man es Und braucht. hat Ist den echt gut. Raum für sich alleine. Ja. Also super. Damit geht der erste Tag dann zu Ende. Wir verabschieden uns für heute und sehen uns morgen früh wieder. Genau. Freuen uns auf Urlaubstag 2. Ciao.